Achtung! 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 Probieren wir das? Oder wie? Eine 3 Monate Aufstand, der Bruch erst ist zum Schluss, glaube ich noch. Mensch, du willst keine Wochen. Jetzt! Was? Bitte? Jetzt! Achtung! Baumfest! Ja. Willkommen im Tag danach. Heute schauen wir uns an, was gestern passiert ist. Anfangen tun wir gleich beim guten Stück. Hier liegt der Kollege. Und zum Thema Bruchleiste, das kann man alles schön herzeigen. Bruchleiste auf der Zugseite haben wir 8 cm, unten um die 7. In der Mitte bin ich etwas zu tief hineingekommen. Und Bruchstufe haben wir 15 cm circa. Die Höhe der Bruchstufe habe ich drum so hoch gewählt, dass durch die höhere Bruchstufe der Baum leichter fällt, und bei so einem starken Rückhänger ist es sehr wichtig, da die Winde schon an ihre Grenzen gekommen ist. Jetzt schauen wir gleich zu dem Platz, wo der Baum gestanden ist. Ich blende euch jetzt ein Foto ein, wo man den Baum also stehender sieht. Es ist ein starker Rückseithänger. Die Krone, der Baum hing generell zurück und die Krone hing auch nach unten und auf die linke Seite. Warum schneidet man einen starken Rückseithänger? Ganz einfach, 2008 war hier ein Erdrutsch mit einer bestehenden Fichtenkultur, die war früher bis hierher. Die Fichte als Flachwurzler konnte sich durch den starken Regen in diesem Gelände nicht halten, und die Fichten sind samt dem Erdreich alle den Graben runter. Nach 10 Jahren haben wir hier jetzt wieder eine schöne Naturverjüngung, und aufgrund dessen wollen wir nicht die Bäume nach unten schneiden, da sie sonst diese ganzen Jungwuchs wieder zerstören. Ein Bild vom Stock blende ich jetzt auch noch kurz ein. Da könnt ihr noch euch ein eigenes Bild drüber machen. Im Großen und Ganzen hat der Schnitt gepasst. Rückhängerschnitt, starke Rückhängerschnitttechnik mit ein bisschen Seithängerschnitt dabei. Diese Seite ist meiner Ansicht nach die Todeszone. Die Druckzone, man muss immer auf der Druckseite anfangen. Zuerst beim starken Rückhänger zuerst den Fellschnitt und dann den Fallkerb schneiden. Jeweils auf der Druckseite beginnen und auf der Zugseite immer fertig schneiden. Die Rückweiche war alles da. Durch die nächsten Bäume sind schon wieder die nächsten Äste dorthin gefallen. Und der kleine Fehler, der uns unterlaufen ist, war, dass wir nach dem Mittagessen die Winde nicht mehr umgestellt haben. Wir haben die Winde, dort oben sieht man das Kapperl, dort ist der Traktor gestanden. Wenn man sich das ansieht, wir haben den Baum hier in dieser Linie hinaufgeschnitten und die Winde stand da drüben. Also haben wir den Baum noch weiter auf die Druckseite geschnitten. In dem Gedanken, dass durch die Fallrichtung gerade nach oben der Baum in diesem Bereich zum Fallen kommt. Hat, wie man sieht, nicht so ganz funktioniert. Der Baum, die Winde hätte in diesem Bereich stehen müssen.
also Richtung Zugseite. Und das Interessante daran ist, wenn der Wind jetzt auf der Zugseite steht, dann wird dieser Bereich genauso zum Gefahrenbereich wie dieser Bereich. Das kann ich euch zeigen. Wir haben jetzt hier ein hübsches Gelände und hier einen Baum. Der Baum hängt nach unten, die Winde zieht den Baum nach oben und dann über den Todpunkt. Und durch diesen hohen Winkel, wo sich der Baum bewegt, reißt oft die Bruchleiste ab und der Baum zieht entweder nach unten weg oder kann auch auf die Zugseite fallen. Sprich, man darf sich nicht mehr, so wie wir eben das gefilmt haben, auf der drüben Seite dann stehen, sondern muss sich hier oben in einem sicheren Bereich aufhalten. Der Schaden an den Fichten ist Gott sei Dank gering. Bei dieser Fichte ist der Wipfel abgebrochen und sie wurde da unten etwas an der Rinde verletzt. An dieser Fichte wurden nur die Äste heruntergerissen und eine Fichte wurde komplett zerstört. Im Großen und Ganzen ist alles sicher abgelaufen. Ein kleiner Fehler mit der, verhältnismäßig kleiner Fehler mit dem Winden umstellen hat eine große Wirkung. Aber im Großen und Ganzen ist sowas möglich, dass man sowas schneiden kann. Gefährlich war das meiner Meinung nach nichts. Aber es ist interessant zu sehen, dass sowas möglich wäre. Wenn es gut gegangen wäre, wäre es natürlich noch besser oder lehrreicher, sagen wir mal so. Aber das Wichtigste ist einfach gesund bleiben und dann macht die Waldarbeit auch noch weiter Spaß. Und damit danke fürs Zusehen und tschüss.